Wir sind Jessie und Martin und wir sind mit unserem 30 Jahre alten Mercedes 609D auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs. Wir wollen diesen einmal von Nord nach Süd durchqueren, fahren sozusagen entlang des Pan American Highway von Alaska bis nach Feuerland. Bevor das losging, ging es aber erst einmal quer durch Kanada. Die ersten 2 Monate haben wir im Osten des Landes verbracht und waren sehr angetan von Land und Leuten. Wir sind in Nova Scotia gestartet, haben dann Neufundland besucht und sind über Labrador nach Quebec gefahren. In diesem Video wollen wir mit euch die 8 Orte bzw. Regionen teilen, die uns am besten gefallen haben. Unsere Reise startete auf der Lighthouse Route in Nova Scotia. Sie zählt wohl zu den schönsten Küstenstraßen Nordamerikas. Von Halifax bis nach Yarmouth schlängelt sie sich entlang der zerklüfteten Atlantikküste, vorbei an malerischen Fischerdörfern, die zum Teil sogar UNESCO-Weltkulturerbe sind, wie das schöne Städtchen Lunenburg, einsamen Buchten und natürlich unzähligen Leuchttürmen. Der meistbesuchte Stop ist wohl in Peggy's Cove. Der dortige Leuchtturm gehört zu den bekanntesten in ganz Kanada. Aber auch abseits davon lohnt es sich, spontan an den kleinen Orten und Stränden entlang der Strecke anzuhalten. Für uns war die Küstenstrecke mit den vielen sehr unterschiedlichen Leuchttürmen, der Küstenregion und den tollen Stellplätzen, zum Teil mit Blick aufs Meer, ein toller Einstieg in unsere Zeit in Kanada. Die Bay of Fundy ist berühmt für den weltweit größten Tidenhub. Bis zu 16 Meter Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Das wollten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Man kann dieses Naturspektakel an mehreren Stellen beobachten. Wir entschieden uns für den Burncoat Head Park. Dort muss man einfach ein paar Stunden verbringen, bei Ebbe auf dem Meeresboden spazieren gehen und bei Flut die Wassermassen bestaunen, die die Orte einnehmen, wo man vor kurzem noch gegangen ist. Die Veränderung der Natur in so kurzer Zeit war für uns wahnsinnig beeindruckend. Cape Breton ist ein Ort bzw. eine Insel, die einen besonderen Charme versprüht. Der Cabot Trail gehört zu den schönsten Panoramastraßen der Welt und führt rund 300 Kilometer entlang der Küste von Cape Breton. Wir haben sie in mehreren Etappen abgefahren, immer wieder mit Stops zum Wandern oder für Aussichtspunkte. Zwar war das Wetter bei uns noch nicht optimal, dennoch fühlt sich jeder Wanderer hier wohl. Ob kurze Strecken oder etwas längere Wege, die Routen sind einfach und 1A ausgebaut und beschildert. Selbst Elektrotankstellen gibt es an den Wanderparkplätzen. Die wohl bekannteste Wanderung ist der Skyline Trail, aber auch die anderen Touren haben uns gut gefallen. Als Roadtrip entlang der Küste mit kleinen Wanderungen zwischendurch, also perfekt. Und man findet immer wieder tolle Schlafplätze. Wir haben unsere Tour auf dem Cabot Trail mit einem Abend in einer lokalen Brauerei beendet, was wir auch absolut empfehlen können. Davon gibt es einige vor Ort. Viele Reisende lassen Neufundland aus. Man muss die Fähre nehmen und es ist schon ein ganz schöner Umweg. Für uns jedoch war Neufundland eines der Highlights unserer Kanada-Reise. Neufundland begeistert mit wunderschöner Natur, freundlichen Menschen und einer gewissen Abgeschiedenheit. Eine faszinierende Insel. Hier findet man mit dem Cape Spear den östlichsten Punkt Nordamerikas. Und die Küste ist voll von Vogelkolonien. Zwischen Mai und Juli kann man hier mit etwas Glück auch Puffins, also Papageientaucher, beobachten. Wir waren Anfang Mai dort, sodass die Saison gerade erst begann. Aber beispielsweise am Bonavista Lighthouse hatten wir Glück und konnten die ersten Ankömmlinge beobachten. Insgesamt hatten wir auf Neufundland auch einige der besondersten Stellplätze unserer Kanada-Reise. Wann steht man schon mal mit Aussicht auf einen Eisberg? Eisberge zu sehen, wie sie hier an der Küste vorbeitrieben, war für uns ganz besonders und werden wir immer mit Neufundland in Verbindung bringen. Bevor wir nach Quebec City reinfuhren, besuchten wir zunächst die Montmorency Falls, die gut 10 Kilometer vor Quebec liegen und mit 83 Metern Fallhöhe höher als die Niagara-Fälle sind. Die Anlage ist sehr gepflegt. Man kann auf knapp 500 Stufen entlang der Felsmauern um den Wasserfall heraufgehen oder mit der Seilbahn nach oben fahren.
Oben angekommen wartet eine Hängebrücke über dem Wasserfall. Quebec City ist wie eine kleine Reise nach Europa mitten in Nordamerika. Hier wartet nicht nur französische Sprache, sondern auch französisches Flair. Als eine der ältesten Städte Kanadas überzeugt sie durch die Lage am St. Lawrence-Strom sowie durch ihre tolle Atmosphäre. Kopfsteinpflaster, Stadtmauern und malerische Gebäude. Die Altstadt gehört nicht umsonst zum UNESCO-Weltkulturerbe. Durch die Gassen schlendern, in kleinen Cafés sitzen oder auf der Stadtmauer spazieren. Hier lässt es sich aushalten. Hier haben wir übrigens auch das erste Mal Poutine gegessen, die für die Region bekannten Pommes mit Käse und Bratensoße. Und wir konnten auch noch am Rande der Stadt parken und alles zu Fuß erledigen. Ein Stadtbesuch ganz nach unserem Geschmack. Ganz anders, aber genauso sehenswert ist für uns Montreal. Eine sehr bunte Stadt. Auf der einen Seite die Altstadt mit Kopfsteinpflaster und historischen Gebäuden, auf der anderen Seite moderne Hochhäuser und Glasfronten. Vor der Skyline liegen die vorgelagerten Inseln im St. Lawrence-Strom. Auf der Ile Sainte-Hélène ragt die markante Biosphäre in den Himmel, eine riesige Glaskuppel, gebaut für die Expo 67, heute ein Umweltmuseum. Gleich daneben weite Grünflächen, Picknickplätze und ein Blick zurück auf die Stadt. Nur eine Insel weiter, Ile Notre-Dame, künstlich angelegt für die Weltausstellung. Heute ist sie Heimat des Circuit Gilles Villeneuve, auf dem alljährlich die Formel 1 ihre Runden dreht. Mitten im Park, umgeben von Wasserbäumen und Rennsportfieber. Und wer Montreal auch kulinarisch erkunden will, kommt an ihnen nicht vorbei, den Bagels. Die Saint-Viateur Bagel Bakery, geöffnet seit 1957, wurde uns als eine der legendärsten Bäckereien empfohlen. Hier werden Bagels rund um die Uhr von Hand gerollt, im Holzofen gebacken und direkt warm über die Theke gereicht. Eigentlich erkunden wir Städte gern zu Fuß. Montreal war uns jedoch dann doch zu weitläufig. Aber mit der Metro lässt sich auch hier alles wunderbar erkunden. Sicherlich haben auch Ottawa und Toronto ihren Charme. Wir wollten jedoch nicht zu viele Städte auf einmal besichtigen und waren mit unserer Auswahl sehr zufrieden. Zwischen Ontario und dem US-Bundesstaat New York erstreckt sich der Thousand Islands National Park. Ein Labyrinth aus über 1800 kleinen Inseln im St. Lawrence-Strom. Die Gegend dort ist traumhaft, weshalb hier wohl nicht umsonst auch so viele Villen stehen. Uns hat aber nicht nur der Nationalpark, sondern die ganze Region drumherum gut gefallen. Hier finden sich am St. Lawrence-Strom immer mal wieder Inseln und Inselgruppen. Wir haben unser Kajak rausgeholt und sind auf eine Tour gestartet, um uns die Inseln auch mal vom Wasser aus anzuschauen. Die Region hat einfach einen besonderen Charme. Die Niagarafälle sind ein Must-See, auch wenn sie touristisch sind. Diese Wassermassen, die hier zwischen Kanada und den USA hinabstürzen, sind schon etwas Besonderes. Wir waren morgens um 8 dort und damit vor den Touristenmassen. Wer möchte, kann ja eine der bekannten Bootstouren machen. Wir haben uns die Fälle nur von oben angeschaut und auch das kanadische Las Vegas haben wir so gut es geht übersprungen. Dafür sind wir noch ein wenig entlang des Flusses gefahren, haben immer mal wieder angehalten und waren am Ende überrascht, mit dem Örtchen Niagara by the Lake noch ein kleines Highlight zu finden. Idyllisch gelegen mit charmanten Cafés und Boutiquen kann man hier sehr gut einen schönen Nachmittag verbringen. Ihr seht, der Osten Kanadas ist unglaublich vielfältig. Charmante Küstenregionen und Fischerdörfer, wundervolle Natur, die zum Wandern oder Kajakfahren einlädt, Naturphänomene, die es nicht so oft zu sehen gibt, und Städte, die Historie und Moderne vereinbaren. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Habt ihr selbst schon Highlights in dieser Region entdeckt? Dann schreibt uns eure Favoriten doch gerne in die Kommentare. Oder plant ihr gerade eure Reise und wollt mehr erfahren? Dann schaut gerne in unsere ausführlichen Vlogs zu den einzelnen Zielen rein. Schön, dass ihr in diesem Video dabei wart und ganz lieben Dank für eure Unterstützung, ob per Abo, Like, Kommentar oder Spende in unsere Dieselkasse. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass ihr auch in unserem nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin!